Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen Runde The Stanley Parable, wo wir jetzt die ersten zwei Sätze in der letzten Folge schon gehört haben, weil unser Erzähler wieder alles vergessen hat und wir sind wieder bei einem standardmäßigen normalen Anfang damit. Und gehen erstmal hier vor und entscheiden uns dann für die linke Tür. Hammer gemacht. Und jetzt? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Jetzt stellen wir fest, dass hier der Weg zu ist. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Machen wir das mal. Stepping in. Ha. Reich zu sein, ist es eine Straftat? Straftaten zu begehen, ist es nicht reich zu sein. Was für ein Leben wäre es, nur eines von beiden wählen zu können? Ach ja. Bösen reichen Menschen. Extreme Bathrooms. Ja, ja. Das habe ich auch bei mir im Bad liegen. Gut, wir kommen jetzt nicht mehr da rein, aber wir können zurückgehen. Bin ich auch hier durch? Ne, hier können wir nicht durch. Aber wir können zurück. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal zurück. Ach, da können wir auch nicht durch. Präsentation hier ist durchgelaufen. Okay. Hui, 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 hui. Können wir auch da lang? Ne, wir können nicht da lang. Wir können einfach nur unseren Weg zurückgehen und nämlich jedes Mal wieder über die Leiter hier. Ladila, 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 ladila. Kann ich bei mir reingehen, aber ich kann hier reingehen. Okay. Ich habe noch nicht wirklich Ahnung, was jetzt hier abgeht, aber es lädt wieder mal. You are now leaving. Hört sich gut an. Ich muss persönlich sagen, dieses Ende hier habe ich noch nie gespielt. Okay, hier ist eine Treppe. Noch mehr Treppe. Noch mehr Treppe. Dasselbe nochmal. Der Erzähler ist so ruhig. Seitdem wir durch die Tür gegangen sind, wieder zurück. Hallo? Moment. Aber wir bewegen uns doch vor. Ja, 758. Hier, wir kommen schon höher. War mir gerade unsicher. Und ja, ich sehe im Treppenhaus so gut wie gar nichts. Weil es euch genauso geht, was wahrscheinlich der Fall ist. Escape. Ah. Sehe ich sogar was da hinten. Keine Ahnung, was da eben gerade unten passiert ist mit diesem Lichtstreifen, der sich aufgefüllt hat. Aber es lädt schon wieder. Und wir sind wieder am Anfang.
Sind schon wieder am Anfang. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping, coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ich glaube, wir kamen eben einfach nicht raus mit der Begründung, die wir schon mal hatten, dass wir alleine waren. Also, wir brauchen uns gegenseitig. Hatten wir schon mal beim Wir sind nicht Stanley Ende und diesmal waren wir Stanley, aber ohne Erzähler. Und das war leider schlecht. Und deshalb hatten wir auch wieder den Spruch eben am Anfang mit jemand schaut uns über die Schulter, weil das sind wir eigentlich wir. Also wir sind die Person, die uns über die Schulter, also Stanley über die Schulter schaut. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all falsch? alone? Okay. This was too Weiß nicht much mehr, for was es war. Stanley to take. Too much for any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full hour. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could... Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Okay. Ich will hier durch, ich will hier durch. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Und dann fahren wir mal wieder runter. Fahren wir mal wieder runter und schauen mal, how it'll go on. Zack. Das umsetzen. Ich klebe ein bisschen am Stuhl fest, so in etwa, weil es so warm heute ist. Also bei mir ist noch warm. Euch wahrscheinlich nicht mehr, weil ihr jetzt 3 Wochen später seid als ich. Da ich jetzt Zeit Prüfung habe. Stanley walked straight ahead jetzt through so the large währenddessen. door that read Mind Control Facility. Also während ihr die Videos seht, habe ich Prüfung. Geil, ne? The lights rose on an enormous room packed with wieder raus. television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Mann, ich kann den Button nicht öfter drücken. Dann gehen wir mal weiter. Der Weg hat sich ja gebaut. Ey. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Kranker Scheiß. Kranker Scheiß einfach. Rufen uns jetzt mal den Aufzug, würde ich sagen. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Diesen Aufzug haben wir auch schon mal gesehen. No, Sind immer noch nicht mitgefahren. refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never!
It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Wenn wir hören die ganze Zeit auf den Erzähler. Spent his entire life utterly blind to the world? Wenn ihr die ganze Zeit auf den Erzähler hört, ja. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Aus oder an? Off. System Power off. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Nochmal so zusammengefasst. Wir sind hier hingekommen, weil wir die ganze Zeit auf die Stimme gehört haben und bekommen jetzt erzählt, jetzt können wir endlich frei sein, müssen auf keine Stimme mehr hören. Das erste, was die Stimme uns sagt, ist, jetzt gehen wir raus. Klingt Stanley logisch. felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ah, wie schön. Und das Lied. Okay. Da das Spiel jetzt wahrscheinlich wieder neu starten würde, tun, wie auch immer, würde ich mal sagen, war's das für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch einen schönen Daumen nach oben da. Ja, so. So. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüssi und einen schönen Tag. Tschüss.